Datenschutz im Krankenhaus. Einfach erklärt. Hi, ich bin Flora und ich helfe dir beim Deutschlernen im Beruf. In diesem Video sprechen wir darüber, wie du mit Patientendaten richtig umgehst. Ich erkläre, was ist Datenschutz? Was ist die DSGVO? Welche Daten sind besonders wichtig? Warum sind Fotos, Videos, Livestreams im Krankenhaus so gefährlich? Und wie verhältst du dich korrekt, damit deine Patienten und Patientinnen sicher sind und dein Job auch? Stell dir vor, du liegst selbst im Krankenhaus. Du bist krank, vielleicht hast du Schmerzen, du trägst ein Krankenhaushemd, fühlst dich unsicher. Und dann macht jemand auf der Station ein Video für TikTok oder ein Livestream und du bist im Hintergrund zu sehen. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Genau darum geht es beim Datenschutz. Wichtiges Wort Nummer 1: Datenschutz. Datenschutz bedeutet, wir schützen Informationen über Menschen. Nur Menschen, die diese Informationen wirklich brauchen, dürfen sie sehen. Im Krankenhaus sind das zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und Therapeuten. Andere Personen, die nicht an der Behandlung beteiligt sind, dürfen diese Daten nicht sehen. Datenschutz ist also der Schutz der Privatsphäre. Wichtiges Wort Nummer 2: DSGVO. Die DSGVO ist ein europäisches Gesetz. Der lange Name ist Datenschutzgrundverordnung. In diesem Gesetz steht, wie Firmen, Behörden und auch Krankenhäuser mit Daten umgehen müssen. Die DSGVO gilt überall in der EU, also auch in Deutschland und auch in deinem Krankenhaus. Wenn du mit Patientendaten arbeitest, musst du dich an diese Regeln halten. Es sind nicht nur Empfehlungen, sie sind Pflicht. Wichtiges Wort Nummer 3: Personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind Infos über eine bestimmte Person. Zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer. Im Krankenhaus gehören dazu auch Zimmernummer, Foto, Krankenkasse, Fallnummer, vielleicht sogar die Stimme, wenn man die Person erkennen kann. Ein Foto auf dem Flur, auf dem man ein Namensschild sieht, kann schon ein Problem sein. Auch ein kurzer Clip, bei dem man das Gesicht nur halb sieht, kann kritisch sein. Wichtiges Wort Nummer 4: Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten sind eine besondere Gruppe von personenbezogenen Daten. Sie sind noch sensibler. Das sind alle Infos über die Gesundheit. Diagnosen, Befunde, Laborwerte, OP-Berichte, Medikamente, Pflegeberichte, psychische Erkrankungen. Mit solchen Daten muss man extra vorsichtig sein, weil ein Missbrauch sehr peinlich oder gefährlich sein kann. Gesundheitsdaten sind streng vertraulich. Wichtiges Wort Nummer 5: Schweigepflicht. Schweigepflicht bedeutet, du musst über deine Patienten und Patientinnen schweigen. Du darfst nicht erzählen, was du im Beruf erfährst. Die Schweigepflicht gilt für Ärzte und Ärztinnen, aber auch für Pflegekräfte, MFA, ZFA, Therapeutinnen, Rettungsdienst und viele andere. Sie gilt im Dienst, in der Pause, zu Hause, in der Bahn, am Telefon und natürlich im Internet. Auch wenn du keinen Namen sagst, kann es problematisch sein, wenn man durch viele Details erkennt, wer gemeint ist. Wichtiges Wort Nummer 6: Einwilligung. Einwilligung bedeutet, die betroffene Person sagt klar Ja. Sie erlaubt, dass ihre Daten in einem bestimmten Rahmen benutzt werden. Zum Beispiel für eine Studie, für eine interne Schulung oder einen Flyer. Wichtig: Die Person muss verstehen, worum es geht. Sie darf nicht unter Druck stehen und sie kann die Einwilligung auch wieder zurücknehmen.
Für die normale Behandlung im Krankenhaus brauchst du keine extra Einwilligung für jede Handlung, aber für Fotos oder Videos fast immer. Social Media, Fotos, Videos und Livestreams. Viele Menschen nutzen TikTok, Instagram, YouTube oder Snapchat. Das ist völlig normal. Aber das Krankenhaus ist kein Ort für Content mit Patienten und Patientinnen. Ein Foto oder Video aus dem Dienst ist fast nie eine gute Idee. Ein Livestream aus dem Dienst ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Warum? Erstens wegen des Datenschutzes. Wenn im Hintergrund Patienten oder Patientinnen liegen, ihre Stimmen zu hören sind, man Namen, Monitore oder Akten sieht, verletzt du den Datenschutz und die Schweigepflicht. Zweitens wegen der Würde der Menschen. Sie sind krank, oft schwach, vielleicht halbnackt, verwirrt oder in einer psychischen Krise. Niemand möchte ohne Erlaubnis in dieser Situation im Internet landen. Drittens geht es um deine Arbeit. Wenn du streamst, bist du nicht bei deinem Patienten. Du schaust aufs Handy, liest Kommentare, suchst den richtigen Filter. In dieser Zeit hörst du vielleicht eine Klingel nicht, übersiehst eine Veränderung in der Atmung oder verpasst, dass jemand Hilfe braucht. Ein Sturz, ein Notfall, ein Alarm. All das kann passieren, während du gerade einen Livestream machst. Das ist nicht nur unprofessionell, das kann für Patienten und Patientinnen gefährlich sein. Arbeitsrechtliche Konsequenzen. Arbeitsrechtliche Konsequenzen bedeuten, es gibt Folgen in deinem Job. Dein Arbeitgeber kann dich abmahnen, dich versetzen oder dir kündigen. Wenn du während der Arbeitszeit streamst und dabei Patienten oder Patientinnen zu sehen oder zu hören sind, verstößt du gegen Dienstanweisungen, gegen den Datenschutz, gegen Schweigepflicht und gegen deine Pflicht, dich um die Patienten zu kümmern. In einem Beruf, in dem es um Gesundheit und manchmal um Leben geht, ist das sehr ernst. Ein einziges, unüberlegtes Video kann deinen Job gefährden. Wie verhältst du dich korrekt im Krankenhaus? Stell dir deinen Dienstablauf vor. Du kommst auf Station, ziehst dich um, liest die Übergabe, schaust in die Kurve oder in das digitale System. Du bekommst alle wichtigen Informationen über deine Patienten. Wer ist neu? Wer ist instabil? Welche Untersuchung steht an? In diesem Moment arbeitest du mit sensiblen Daten. Richtiges Verhalten heißt, du sprichst über diese Daten nur mit Menschen, die an der Behandlung beteiligt sind. Du redest im Dienstzimmer, im Übergaberaum, vielleicht kurz am Bett, aber nicht laut auf dem Flur, nicht im Aufzug und nicht im Bus oder Bahn. Wenn du dein Diensthandy oder ein Tablet nutzt, achtest du darauf, dass keine fremden Personen auf dem Bildschirm schauen können. Du lässt das Gerät nicht offen auf dem Tisch liegen, wenn Besucher im Raum sind. In der Pause kannst du natürlich mit Kolleginnen und Kollegen reden, die auch Schweigepflicht haben. Aber du achtest darauf, dass keine Besucher oder keine anderen Patienten direkt daneben sitzen. Du vermeidest Sensationsgeschichten nach dem Motto, boah, in Zimmer 12, das musst du dir mal vorstellen. Und dein privates Handy? Dein privates Handy hat im Patientenzimmer eigentlich nichts verloren, außer es ist ausdrücklich erlaubt und du nutzt es wirklich kurz und ohne Bezug zum Patienten. Du machst keine Fotos von Zimmern, Wunden, Monitoren oder Personen. Du schickst keine Patientengeschichten in WhatsApp-Gruppen. Du postest nichts im Status, wo man Menschen oder Daten erkennen kann. Auch wenn der Status später verschwindet, können andere einen Screenshot machen. Was einmal im Netz ist, kann bleiben. Vielleicht denkst du, ich filme ja nur mich selbst, das ist doch nicht schlimm. Aber auch dann bist du in diesem Moment nicht komplett bei deiner Arbeit. Und oft sieht man im Hintergrund doch mehr, als man denkt. Ein Namensschild, ein Monitor, ein Bett, eine Stimme, das reicht oft schon. Der Pflege-Livestream-Skandal. Es gab in letzter Zeit einige Skandale mit Pflege-Livestreams. Beschäftigte haben aus dem Dienst gestreamt.
Patienten und Patientinnen gezeigt und hörbar gemacht. Für die Patienten und Patientinnen ist das ein großer Vertrauensbruch. Sie fragen sich, bin ich hier sicher? Wird hier heimlich gefilmt? Solche Aktionen schaden nicht nur den einzelnen Personen, sondern auch dem gesamten Beruf. Sie geben der Pflege ein schlechtes Bild. Darum ist es so wichtig, dass du den Unterschied kennst. Deine Freizeit gehört dir. Da kannst du tanzen, singen, kochen, Katzen filmen, Lernvideos machen, was du möchtest, solange du niemandem schadest. Aber deine Arbeitszeit im Krankenhaus gehört deinen Patienten. In dieser Zeit bist du für sie da. Social Media hat da nichts zu suchen. Fassen wir alles noch einmal kurz zusammen. Datenschutz bedeutet, Patientendaten sind geschützt. Die DSGVO ist das Gesetz dahinter. Personenbezogene Daten und vor allem Gesundheitsdaten sind sehr sensible Informationen. Schweigepflicht heißt, was du im Dienst über Menschen erfährst, bleibt im Dienst. Fotos, Videos und Livestreams mit Patienten aus dem Krankenhaus sind ein absolutes No-Go. Sie können den Datenschutz verletzen, die Würde von Menschen zerstören, deine Arbeit behindern und dich deinen Job kosten. Richtiges Verhalten bedeutet, du nutzt Patientendaten nur für die Behandlung und Dokumentation, nicht für Unterhaltung und nicht für Social Media. Wenn dir dieses Video geholfen hat, speichere es, damit du die Wörter und Sätze noch einmal üben kannst. Schreibe mir gerne in die Kommentare. Wird Datenschutz in deiner Ausbildung oder in deinem Krankenhaus gut erklärt? Ja oder nein? Und wenn du Kolleginnen und Kollegen hast, die dieses Thema auch verstehen sollen, teile unbedingt dieses Video mit ihnen. Ich bin Flora und ich helfe dir beim Deutschlernen, auch im Beruf und besonders in der Pflege. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Auf Wiedersehen.